Magians! Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Und schaut mal, da ist ein Dieb. Ich habe ihn erwischt auf frischer Tat in Flagranti. Aber naja, die Kekse sind so lecker, da kann man das verstehen. Das Rezept findet ihr wie immer unter diesem Video und die sind nicht nur zur Weihnachtszeit wirklich perfekt, sondern können das ganze Jahr über genossen werden. Ich habe hier die Schüssel, wo ich Mehl reingebe, die Haferflocken und frisch gemahlene Mandeln. Das ist am besten wirklich frisch, wenn es nicht geht, kauft ihr einfach gemahlene Mandeln. Und dann kommt da eine ordentliche Portion Zucker rein. Für diejenigen, die auf ihre Linie achten, könnt ihr den natürlich auch halbieren. So, dann habe ich hier das Hefewasser. Auf diesem Kanal dreht sich ja alles dazu. Oben rechts findet ihr eine hilfreiche Playlist, wenn ihr hier noch nicht wisst, um was es dabei geht. Eine Prise Salz darf natürlich nicht fehlen, dann ein bisschen Zimt und hier kommt noch die Butter. Das ist ja bei den Keksen immer ganz wichtig, dass da eine ordentliche Portion Butter mit dabei ist. Dafür ist dieses Keksrezept dann eifrei und das Ganze vermenge ich dann in meiner Küchenmaschine. Und heute arbeite ich wieder mit Dinkelmehl. Das hattet ihr euch ja einmal von mir gewünscht und das erfülle ich selbstverständlich gerne. Und diese Kekse kann ich euch wirklich ans Herz legen. Die lassen sich super einfach nebenher machen und die sind einfach köstlich. Oh, schade, dass es kein Geruchsfernsehen gibt, das ist wirklich ärgerlich. Die sind wirklich fantastisch und ich bin schon wirklich gespannt, wie sie euch gelingen und freue mich da schon sehr auf eure Kommentare. So, den Keksteig habe ich mit meiner Küchenmaschine vorgeknetet und gehe da jetzt noch ein bisschen per Hand durch. Das ist mir einfach ein bisschen lieber bei den Keksteigen, weil durch die Handwärme schmilzt die Butter immer besser. Und da ich ja keine Frischhaltefolie benutze, aus einfach persönlichen Gründen, habe ich hier schon meine Pyrex-Glasform zur Seite gestellt und werde die jetzt so ein bisschen rund formen. Und dann gebe ich die einfach in die Glasform, weil im Prinzip ist es genau das Gleiche. Ihr könntet auch irgendwie das Bienenwachstuch nehmen, aber ich habe nur ein großes für meine Schalen und deswegen nehme ich halt die Glasform. So, ein bisschen geformt. Ihr müsst die mindestens 30 Minuten gleich in den Kühlschrank stellen. Ihr könnt es übrigens aber auch länger machen. Ich hatte euch das ja schon bei den Nougat-Talern gesagt, dass ich die tatsächlich 2 Tage lang im Kühlschrank habe stehen lassen. Da ist nichts passiert, nichts aufgegangen oder irgendwas. Also wirklich total lecker, perfekt und einfach in der Handhabung. Falls ihr eben schnell Kekse machen wollt und ihr kommt dann doch nicht hinzu, der Keksteig ist total super einfach zu bearbeiten. So, die zweite Rolle ist jetzt auch fertig, damit bin ich zufrieden und das Ganze geht dann in den Kühlschrank. Übrigens, ich möchte mich heute bei Elxil und der zweiten Abonnentin bzw. dem Mitglied bedanken oder dem Mitglied, das sehe ich leider in den Analytics hier nicht. Da möchte ich mich wirklich entschuldigen, aber vielen Dank für eure Unterstützung, denn seit kurzem biete ich ja Mitgliedschaften an und da möchte ich einfach Danke sagen für diejenigen, die mich noch zusätzlich unterstützen, hier den Kanal immer ein bisschen besser zu machen. Mit jedem Video gebe ich wirklich Gas, um euch die besten Videos zu zeigen, die möglich sind zum Thema Hefewasser, wie man das ganz einfach selber herstellt. Und wenn ihr doch einmal Fragen haben solltet, dann lasst es mich gerne mal wissen und alles zu der Mitgliedschaft findet ihr unter diesem Video. So, die 30 Minuten sind vorbei, beziehungsweise es war, glaube ich, ein bisschen länger. Ich mache das immer gerne, solche Teige vor dem Essen, dann esse ich gemütlich mit der Familie und das kann schon mal ein bisschen länger dauern bei uns. Und dann könnt ihr das einfach mit dem Messer abschneiden. Und ich bin ja immer wieder gebeten worden, wenn ich mit dem Messer hantiere, bitte auf die Finger aufzupassen. Den komme ich selbstverständlich nach und halte meine Hände so weit wie möglich weg vom Messer. So, und das packt ihr einfach auf ein Backpapier. Und ich mache das gleich in mehreren Chargen, weil der Backofen gerade am Vorheizen ist. Und damit ich einfach vorankomme, stapel ich das Backpapier einfach übereinander. Und das ist wirklich das Tolle an diesen Keksen, die sind total einfach zu handhaben. Und wenn dir dieses Video gefällt, dann gib mir doch einen Daumen hoch und am besten teilst du es mit ganz vielen Leuten, damit jeder erfährt, wie einfach und leicht man Hefe selber machen kann und damit auch dann backt. Und wenn du mehr über das Herstellen der Hefe erfahren und Videos mit abwechslungsreichen, köstlichen Rezepten hier zu sehen möchtest, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Dann erfährst du immer als erstes, sobald ein neues Video hochgeladen wurde.
Und hier habe ich nochmal den Dieb. Das war echt total süß. Eins unserer Kinder war so begeistert von den Plätzchen, dass sie es gar nicht abwarten konnte. So, und dann habe ich 180 Grad Ober- und Unterhitze den Backofen vorgeheizt und dann stapel ich meine Kekse Stück für Stück. Das Tolle ist, die kann man auch heiß direkt weiter in eine andere Schüssel geben. Bei den Nougat-Talern musstet ihr ja warten, bis das abgekühlt war, weil die wirklich sehr zerbrechlich sind. Das ist bei diesen Hafer-Cookies nicht der Fall. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt so einen Discounter, da gibt es solche Haferkekse, die sind noch mit ein bisschen Schokolade gefüllt. Und die liebe ich ohne Ende, kauf mir die aber gar nicht, weil die mit Palmöl sind und natürlich mit diesen anderen ganz schönen Zusätzen, die es ja dann immer gibt. Und ich finde, diese Kekse schmecken so ähnlich und ich bin am Überlegen, ob ich nicht mal probiere, diese Kekse nachzumachen, weil die wirklich fantastisch sind. Selbstverständlich könnt ihr den Keksteig nicht wie ich in eine Rolle formen und dann abschneiden, sondern auch ausrollen und dann kleine Förmchen draufstechen. Das ist natürlich für Kinder und Enkelkinder viel spaßiger, als einfach nur so eine Rolle zu nehmen. Das entscheidet ihr aber selber und ich freue mich wirklich, wie gesagt, auf eure Rückmeldung dazu, wie sie euch schmecken. Ich bin total begeistert, denn mit dem Hefewasser, finde ich, sind die Kekse noch ein Ticken perfekter. So, hier stapel ich sie gerade. Auf dem Bildschirm hier zeige ich euch jetzt noch mal ein paar weitere Rezepte und Videos hierzu. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken und sende euch liebe Grüße, eure Emma.